Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Chapter 1. Wir sind immer noch im Fall eine Muse aus der Ferne. Wir haben im ersten Teil uns die Galerie etwas näher angeschaut und sind darauf gestoßen, dass es einen interessanten Einbruch gab. Und ein Bild wurde geklaut und wir haben den Künstler auch besuchen wollen, doch kam erstmal nicht rein, mussten uns verkleiden. Schauen wir, ob wir jetzt den Weg antreten dürfen. Werte Dame. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Kuhaugen? Kuhaugen sind Dackelblick, die Übersetzung, okay. Ja, wir haben uns verkleidet. Es hat gewirkt, wir müssen auch kein Geld bezahlen, das ist mal ganz gut. Wessen Wohnung ist das jetzt, ist die Frage. Hier oben sind 3 Stück. Ah, guck an. Oh. Oh. Warum liegen wir denn wieder dort auf dem Boden? Ne Gott, wir gehen nochmal kurz raus. Ich will noch kurz gucken, ob wir eine andere Wohnung auch begehen können. Nein. Okay, dann ist das... So. Wir gucken mal, was haben wir denn? Flaschen. Aunt May Whiskey, Brandy Bucks. Quite a collection he had here. Und er hat doch scheinbar Geldprobleme, wenn er nicht einfach die Miete zahlen kann als Künstler. Aber gut, Künstler. Das kann mal gut gehen, kann schlecht gehen. Eine Kamera. I wonder where he got that fancy camera. Fancy Camera. Hier haben wir Zeitung. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Mhm. Also jemand hat nach irgendwas gesucht. It appears the wine was truly awful. Sehr schlimmer Wein. Was haben wir hier? Fehlt das Messer. Warum? Achso, weil eine Gabel da ist. Alles klar. Blaue Stofffasern. Also irgendjemand hat da reingeschlagen, wahrscheinlich mit irgendwas Blauem, Stoffigem. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called Expressionism. Expressionismus, ja. Hübsch. Hübsch, hübsch. Wir gehen einfach mal durch den Tatort durch. Bisschen Anatomie, das kann ich. Ist das cool. Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Also ich muss auch mal großes Lob aussprechen an die Entwickler oder die Level-Architekten in dem Fall. Oder wer auch immer die Charaktere hinsetzt. Aber das ist schon ganz cool gemacht, wo unser John immer ist. Mal an normalen Orten, mal komplett konträr neben der Leiche eine Sandburg bauen. Und hier eben mal einfach an der Decke. Ach, hier guckt mal, sogar in Knochen. Oberschenkel? Aber von einem Tier, oder? Das ist so ein Tier. Oder? Sieht stämmig aus. Na klar, immer mal Vorlagen nutzen. Gut, hier haben wir Bananen. Also ein Stillleben wahrscheinlich sollte das da sein. So, wir haben hier einen Schlitz an der Kehle. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Und da möchtest du ein Messer neben der Gabel, so ein einfaches Essbesteckmesser soll dafür gelten? I doubt it. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Lockere Oberkörpermuskeln. Blutergüsse? Ja gut, Blutergüsse könnten auch von der Schlägerei kommen. Na gut, nee, der Fuß sieht nicht abgewinkelt aus. So, er liegt ein paar Tage schon hier. Was haben wir denn hier noch? Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Blutlager bevor dessen. Okay.
Was ist noch interessant? Der Hand irgendwas vielleicht? Da. Soll es wie ein Selbstmord aussehen? Also dargestellt werden? A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Mhm. Auf dem Bett haben wir... Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Das sieht aber wirklich modern aus, oder? Anatomie des Rückens. Kleines Fotolabor. The Irgendein Abzug. photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Da oben ist was. Ach, ein Maskenball. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Da ist noch irgendwie ein paar Werke in der Truhe. Oder Rahmen. The chest has been searched. Interessant, oder? Es ist alles durchsucht worden, aber das Bild, was angeblich gestohlen wurde, oder real gestohlen wurde, so richtig klar ist das ja noch nicht, liegt hier rum. Wir haben hier Gedankenspiele schon mal was gekriegt. Der Eindringungsraucher, Wohnungsmaß wurde durchsucht. Okay. Wir haben hier... Na gut, wir gucken uns mal an, was wir was wir so entdecken können. Also hier hat irgendwas mit Stoff zugenommen worden. Weil er hat keinen blauen Stoff gehabt, oder? Ich habe keinen zumindest gesehen. Ja, dann eher so. Hier. Er guckt sich das an. Es wird durchsucht. Es wird durchsucht und er kommt angerannt. Dadurch nimmt er ihn, nimmt eine Flasche, haut ihm was drüber, den Angreifer. Der richtet sich selbst. Er wollte sich mit einem Bild wehren. Er hat gekotzt. Ist also eher so aus Versehen passiert. Okay, ein Diebstahl. Hat nach hinten gegriffen, da hat das Messer gegriffen, genommen, zugestochen, hat ihn gleich umgebracht und... Okay, es war ein Mörder, der gar nicht darauf befasst war. Gucken wir mal, ob das stimmt. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Können wir das Gemälde nochmal anschauen? It's time for some chemical magic, John. Okay. Also, wir gucken uns mal das blutbefleckte Gemälde genauer an. Was ihm so wichtig war. Was müssen wir machen? -2, 1 und 2. Na, das kriegen wir noch gut hin. Guck mal an. Wir haben eine 4, da können wir schon mal halbieren. Da haben wir schon mal die 2. Dann nehmen wir eine 2, reduzieren das Ganze und haben da eine 1. Dann haben wir eine 3. Da machen wir eine
Invertierung. Nicht Invertierung in dem Fall, aber eine Negierung. Und addieren ein bisschen was. Perfekt. Und dann wird alles gemischt. Ich weiß nicht auf höheren Schwierigkeitsgrad, was dann passiert, ob einfach weniger Plättchen unten sind, man also wirklich gut kombinieren muss, ob da eine Zeit abläuft. Keine Ahnung. So, -2, 1, 2, das sieht gut aus und los. Mit Hilfe von Chemikalien konnte ich das Blut vom Gemälde entfernen. Es handelt sich um ein Stillleben von Mr. Mercurius Wohnung. Und guckt mal an, da eine Schädel fehlt dort oben. Das ist mir vorhin schon aufgegangen. Dass da ein Schädel nicht ist. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Weil der Unterschied ist definitiv... I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Die zwei Unterschiede, wartet mal. Muss ich mal kurz gucken. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Also Nummer 1 ist schon mal hier. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Der Schädel. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? In der Ecke steht mehr, oder? Der Baum. Nothing behind it. Was ist mit dem Glas dort? Nein. Okay, wir gucken jetzt erstmal nach dem Schädel, sehe ich das richtig? Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still Soll need ich to der talk Polizei to her. rufen, die machen Just das. avoid mentioning corpse. All right? Ja, genau. Stick to the character. Tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Also möchte ich noch mal ganz kurz verstehen. Also hier. Johns Zeichnung einer Schwangeren. John zeichnete die Fotografie einer Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Mercurius Wohnung gefunden. Die Zeichnung zeigt eine schwangere Frau mit rührenden Stammesnarben im Gesicht. Die Arschlöcher. Lebender Toter. Keine gute Idee, die Vermieterin aufzuklären. Johns Zeichnung des Vergewaltigers. Mhm. Okay, wir gucken noch mal sonst. Ich weiß nicht, ob hier noch... Was hieß... Findest du zwei Unterschiede? Gibt es noch einen... I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Die Bücher? Der I guess Stuhl? this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Zwei Unterschiede. Ja, der Baum hinten, den habe ich ja schon... Den hatte ich schon. Okay, gut, dann haben wir alles, glaube ich. Dann speichern wir mal. Okay, es nimmt also wirklich eine sehr unschöne Fahrt auf, aber... That's live. Ach, guck mal, hier ist eine große 2 darin. Bemalt. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost.
Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Ein wahrer Gentleman-Achievement. Und wir haben auch von John, wäre Sherlock nicht so ein Verkleidungskünstler, wäre er bei einer Vermieterin mit Sicherheit aufgeflogen. Gut, dass es funktioniert hat. Fallmappe. Okay, also wir haben jetzt schon ein bisschen Indizien dafür, weil, oder da wurde was gemalt, eine Szenerie mit einem Teufel, der eine Frau fesselt. Und in Wahrheit gab es eine Vergewaltigung bei so einem Maskenball, wo einer diese Verkleidung anhatte. Okay, wir gucken erstmal hier. Der Eindringling ist Raucher und hinkt. Mr. Mercurius Besucher raucht mal ein paar. Galeriedieb waren Mr. Mercurius Wohnung. Boniface Mercurius Mörder und der Galeriedieb sind eine dieselbe Person. Weiter. Fotografie der Vergewaltigung. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht. Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Der Dieb von Maler frisch ertappt. Der Maler wurde im Kampf getötet. Ergibt, der Dieb wollte den Maler eigentlich nicht töten. Der Dieb hatte nicht vor, den Maler Boniface Mercurio zu ermorden. Damit kommen wir zum Hinweis oder zur Zusammenfassung. Der Dieb wollte die Fotografie stehlen. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, fand sie jedoch nicht und tötete Mr. Mercurio unabsichtlich. Naja, okay, und dann haben wir noch zwei Sachen, die noch nicht zusammenpassen. Bedeutet für uns gerade, wir müssen hier... Okay, die müssen wir erstmal... Sag mal, kennst du die? You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Okay, wir müssen die Dame finden. Unschöne Szenerie. Ich denke mal, das ist bestimmt wieder ein Mann aus der höheren Gesellschaft, wo es eher ungünstig ist, den ans Messer zu liefern. Phew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Ja, das finde ich gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, rituelle Stammesnamen. Ja, das ist eher so bei einem Arbeiterviertel. Also mache ich mal sowas. Du vielleicht? Are you able to help me? Go back to work. I'm not answering your questions. Ich glaube, es ist der falsche Ort, um sowas zu machen. Wo gehören die denn hin? Ist es Miners End? Ich würde Miners End gehen. Wenn ich erstmal so raten dürfte. Eine schwangere Frau mit Stammesnarben. Also irgendwie Flüchtlingsunterkunft, irgendwas sowas. Jetzt müssten wir mal rauskriegen, wo die sind. Warte mal, hier, du. Excuse me, just one question. You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Okay, ich habe angeblich einen Job. Das ist noch falsch also. Dann... Can I ask you a question?
I'll tell you what I know, my friend. Gut. Johns Zeichnung einer Schwangeren. Die Narben auf dem Gesicht der Frau scheinen ihren Ursprung beim Stammesvolk der Ewe zu haben. Auf Cordona kann man Ewe nur im Flüchtlingslager unter der Victoria-Brücke zwischen Scaladi und Silverton finden. Okay. Hier. Also, Drinking Dutchman. Und da geht ja ein Weg rüber und da sahen wir schon, da geht so ein kleiner Weg wahrscheinlich drunter und da kommen wir zum Flüchtlingslager. Also wir müssen über die Brücke gehen. Und dann daneben runter. Wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Laufe ich gerade schon wieder falsch. Ich laufe doch bestimmt wieder falsch. Wie ihr mich kennt. Ich bin schon viel zu weit. Nämlich hier muss ich runter. Irgendwo hier. Es gibt hier irgendwo einen hier. Das ist... Oh je, was ist denn hier passiert? Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Klingt ja wunderbar. Du bist der Ermittler, oder? Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you Keine in. gute And you Hautfarbe. are... I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on Schon behalf gelblich, of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Arbeit in geschlossenen Räumen. Blass und hat Augenringe. Nicht nur blass, das ist wirklich gelb, würde ich sagen. Der Mund hat auch irgendwas. Versucht älter auszusehen. Flaumischer Schnurrbart. Die übertrieben seriöse Kleidung. Versucht autoritär zu wirken. Die Hände sind meistens ein gutes Zeichen. Schwitzen ist angespannt. Feuchte Hände. Und sieht man den Schwitzen. Oh, so schlimm finde ich es nicht. Schuhe noch irgendwas? Schuhgröße. Ah, Schuhe. Arbeit meistens im Sitzen. Saubere Schuhe. Erschöpfter Bürohengst. Er ist ein frustrierter junger Beamter, der die Nase voll von seiner Arbeit hat. Er hat im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht über das Flüchtlingslager erhalten, doch er ist zu erschöpft und zu desinteressiert, um die herrschenden Probleme lösen zu können. Er trägt einen flaumischen Schnurrbart und glaubt, dieser würde ihn älter wirken lassen, als er ist. Seine blasse Haut und dunklen Augenringe lassen vermuten, dass er viel in seinem dunklen Büro arbeitet. Seine sauberen und kaum zerschlissenen Schuhe schützen diese Vermutung. Er scheint viel im Sitzen zu arbeiten und sich wenig draußen zu bewegen. Allerdings wirkt er von der Arbeit im Freien auch nicht sonderlich angetan. Seine spitzen Handflächen zeigen, dass er unter Stress steht. Angesichts des aktuellen Wetters auf Cordona hätte er vielleicht leichtere Kleidung tragen sollen. Genau, leichtere Tragung kleiden sollen. Ganz klar. Unerfahrener Bürokrat. Er ist ein blasser junger Beamter, der sein Bestes gibt, um ein Flüchtlingslager unter Kontrolle zu halten. Aber dass er im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht hat. Er ist nicht allzu glücklich über diese große Verantwortung, hält sich jedoch streng an die Vorschriften und erledigt alle Aufgaben, die übertragen werden. Allerdings scheint ihm die Erfahrung zu fehlen, um mit Problemen fertig zu werden, die sich außerhalb seines Büros abspielen. Mit seinem flammigen Schnurrbart versucht er älter auszusehen, als ist seine blasse Haut. Seiner Kleidung will er respekteinflößendes aussehen, doch angesichts des Wetters auf Cordona wirkt es unpassend. Seine schwitzenden Handflächen legen den Schluss nahe, dass es eine große Belastung für Mr. Harlow darstellt, sich außerhalb seiner Komfortzone bewegen. Würde ich eigentlich lieber machen, weil dann können wir vielleicht gegen ihn argumentieren. Wir probieren es mal. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person.
but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Wie sieht Ihre Arbeit aus für das Flüchtlingslager? Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Sachverständige. Okay, ich glaube, er ist wirklich kritisch, dass wir das machen. Wir gucken mal nach. Hier, Tatort im Flüchtlingslager. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Ja, die Armen, die haben zumindest... Weil es muss alles gesucht werden nach Essen und so weiter. Die Armen. Überhaupt kein aktueller Bezug. Ja, überhaupt kein aktueller Bezug. So, bist du der Leitende? Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Oh, schnell, Harlow, Stimme. let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Ich glaube schon, wir haben jetzt ein paar Morde erlebt. Gibt's denn Do you Verdächtige? have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing.
And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees, at least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Sie ist einfach nur eine Geflüchtete. Sie versteht halt nicht viel Englisch. Das ist diese herablassende Art und Weise, oder? Arschloch. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Okay, da haben wir jetzt einiges zu untersuchen. Gucken wir mal.